Pass bloß auf. Steil Aber wieder. nicht haben wir es ja auf Video. Oh, ich glaube, das Ding liegt aber eher als du. Ja? Unser ganzes Kabelgewirr jetzt mal von außen zu sehen. Jetzt schauen wir uns das oben noch mal genauer an. Hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, wichtig, dass unsere Entwässerungsleitung unten ist. Ist sie. Die werde ich dann hier gleich noch auftrennen, dass ich die an der Stelle hier entkoppeln kann von dem restlichen Kabelbund. Und dann werden wir hochgehen. Ich habe vor, unsere Halterung da oben an dem Ringanker festzumachen, weil da habe ich den meisten Halt drin, weil es halt Beton ist. Das andere sind ja hier so Hohlziegel. Naja, und auf jeden Fall guckt die Klimaanlage dann auch noch ein Stückchen oben drüber, wo wir Wind haben, und vom Dach her ist auch noch ein bisschen Schatten. Worauf man jetzt noch achten muss, ist, wir müssen gleich das Stromkabel raus haben. Ich guck mal, ich will das so ein bisschen oben drüber noch. Ich will es auf dem Dach, will ich da die Verteilerdose setzen. Und dementsprechend. Das müsste aber schon passen, glaube ich. Ja, müsste jetzt gleich schon passen. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist auch nicht so schlimm. So, schauen wir mal. Ja, noch ein paar Zentimeter. Verwicklung. So, jetzt lassen wir mal. Einfach hier zur Seite. Das machen wir mal hier. Ein bisschen doppelt. Dann habt ihr das Kabel draußen. Oder ich habe das Kabel draußen und kann es dann, naja, schön oben anklemmen. Wir haben jetzt hier soweit fertig gemacht. Ich lasse mir jetzt hier noch ein Stück frei, damit ich da einfach flexibler bin. Und was denn? Nee, das jetzt. Ich wollte sagen, dass wir das hier abgeschnitten haben. Wir haben hier abgeschnitten. Ich lasse extra hier noch ein Stückchen frei, damit ich hier mit dem Kabel und mit den Schläuchen flexibler bin beim Anschließen. Das Ganze müssen wir jetzt hier ein bisschen vorsichtig gucken. Dass es nicht so abknickt. Ja, also die Rohre dürfen natürlich nicht abknicken. Und dann legen wir es aufs Dach. Ja. Mir ist gerade eingefallen, hier ist ja unser Schlafzimmer. Martin wollte das hier irgendwo dran machen, aber wir versuchen jetzt so weit wie möglich in die Richtung zu gehen, weil da ist das Badezimmer. Und je weiter das vom Schlafzimmer weg ist, desto leiser ist das halt. Ich meine, es hält sich echt in Grenzen, aber leiser ist immer gut. Bei uns zumindest. So, das hier sind die Halterungen für die Außengeräte. Habe ich selber gebaut. Habe ich hier zusammengebaut aus Reststücken. Ich denke mal, die sollten halten. Ja. So, bei manchen Klimaanlagen ist ja so eine Halterung auch direkt mit dabei. Dann braucht ihr euch die gar nicht selber bauen, oder ihr könnt die zusätzlich kaufen. Wenn bei euch keine Halterung dabei ist, die gibt es bestimmt im Baumarkt, im Fachhandel ganz sicher. Und zur Not verlinke ich euch die unten mal in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch die kaufen und eure Klimaanlage anbauen. Die Halterung ist dran. Jetzt können wir da hingehen und das Außengerät anschließen. Oder besser gesagt erstmal da hochbringen. Hier, mein Schatz. Pass bloß auf. Steil wieder. Nicht haben wir es ja auf Video. Den Abschutz. Ne, dieser 12.000er ist echt leicht. Der 18.000er ist echt schwer. Also ich weiß nicht, warum der 18.000er um so viel schwerer ist. Mir ging das auch nicht unbedingt um das voll schwer und voll leicht, sondern um das unhandlich. Ja. Oh, ich glaube, das Ding liegt aber eher als du. Ja? Ja? Siehst du? Unhandlich. Ja. Vorsicht. Alter. Ja. Ja, ihr solltet euch dazu einen Freund dabei nehmen. Ah, oder eine Server ohne Halterung. Und schon ist das Ding in oben. Ist doch kein Problem. Ja, jetzt nur noch festschrauben und die Sache ist erledigt. Wie sollte es anders sein? Ist das Ganze jetzt hier ins Stocken geraten. Ich habe jetzt hier schon mal solche Gummiunterleger oder Distanzstücke
Schwingungsdämpfer, wie auch immer man die nennen mag, dazwischen gelegt. Zeige ich gleich auf dem Tisch nochmal ein bisschen genauer. Hier, wie man sieht, Schraube viel zu lang. Ich habe gedacht, ich bin mit Schrauben besser ausgestattet. Natürlich Samstagnachmittag hier bei uns in Paraguay fast alle Läden schon zu. Zum Glück haben wir hier in der Nähe so einen Supermarkt, der auch eine kleine Baumarktabteilung hat. Da habe ich mir jetzt hier Schrauben geholt. Die sind mir eigentlich eine Nummer zu klein. Aber fürs Erste werden die halten, dann kann ich die immer noch austauschen. So, das hier ist dieses Gummielement, was ich da drunter gelegt habe. Das habe ich netterweise von meinem Freund Niki bekommen. Also 4 Stück, für eine Klimaanlage reicht's. So, jetzt hatte ich gedacht, für eine weitere Klimaanlage kann ich diese schönen Puffer nehmen. Das sind solche Gummielemente, wie auch immer. Die sind eigentlich genau richtig dafür, weil das Metall nicht durchgängig ist. Ja, also da kann über die Schraube auch keine Schwingung mehr übertragen werden. Aber kann man jetzt hier vielleicht nicht so nicht genau sehen. Gut, der 5., den brauche ich so oder so nicht. Aber die sind ein bisschen größer wie die anderen. Das heißt, die Klimaanlage würde schräg stehen. Bringt mir also nichts. Ja, die weiß ich nicht, ob man die in Paraguay überhaupt bekommen kann. Ja, ich habe sie hier noch nicht gesehen. Selbst die Teile hier sind wohl schwer zu bekommen, zumindest hier oben bei uns im Chaco, wo ich nachgefragt habe. Ja. Eine Alternative, die ich mir so gedacht habe, sind diese Türstopper-Gummis. Ja, da werde ich mir vielleicht auch nochmal solche, so eine ähnlichen. Da geht die Schraube dann halt ganz durch. Gut, geht jetzt noch nicht, muss man noch aufbauen. Geht die Schraube ganz durch und kann dann über die Schraube noch ein paar Schwingungen übertragen werden. Aber wahrscheinlich besser als gar nichts. Das Außengerät ist jetzt festgeschraubt. Ja, kann jetzt nicht mehr weg. Ich denke mal von der Stärke her, das ist zwar Zoll, aber ich glaube irgendwo mit M6 vergleichbar. Ich denke, das sollte von der Stärke der Schraube sogar ausreichen. Das muss nicht immer eine M8er sein. Ja, die Puffer, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber so richtig gefallen tun die mir nicht, weil die so ein bisschen breiter sind. Ist für die Halterung jetzt vielleicht nicht das Richtige. Naja. Da kann man immer noch mal schauen und ihr in Deutschland habt da wahrscheinlich so oder so eine größere Auswahl. Hier oben sind jetzt wieder unsere Klemmen und da kommt ja jetzt hier unser Kabel an. Das klemme ich jetzt hier auf, genauso wie bei dem anderen, deswegen das zeige ich euch dann gleich, wenn es fertig ist. Auch da oben sind die Kabel wieder beschriftet und ihr könnt die ganz einfach da nach den Zahlen auflegen. Einziger Unterschied ist hier, das Erdkabel, das kommt da vorne auf die Metallgehäuse. Kann man aber auch ganz gut erkennen. So, jetzt geht es an die Kältemittelleitung. Dafür hier mal die Schutzkappe ab. Passt hier der 22er drauf. Bei der anderen ist es dann der 17er. Wollen wir diesmal gar nicht mit der Zange arbeiten. So, hier ganz wichtig, Schutzkappen drauf lassen, bis ihr das Ganze hier installiert. Ziehe ich die mal ab. Meine Kamerafrau ist leider nicht da. Bisschen zurückziehen. Auch hier sieht man wieder aufgebördelt. Jetzt muss man das Ganze natürlich ein bisschen schön biegen, um das da wieder anzusetzen. So ungefähr sollte das passen. Oh, ja. Ich lege jetzt einfach mal die Kamera aus der Hand, weil es ist mir wichtiger, dass es dicht ist, als alles andere. So, beide Schrauben sind handfest. Jetzt geht es hier wieder ans Festschrauben mit dem Schraubenschlüssel. Ja, normalerweise müsstet ihr jetzt einen Drehmomentschlüssel haben. Die Drehmomente kann ich euch auch mal einblenden. Habe ich jetzt aber leider nicht zur Hand. Dementsprechend müssen wir das so machen. Aber am Schaumplattenhaus habe ich es auch nicht anders gemacht. Und ich muss euch sagen, bis jetzt funktioniert die Klimaanlage. Ich würde sagen, das ist fest, weil zu viel ist auch nicht gut. Die Rosette und das Knetgummi, um das Loch zu verschließen, habe ich natürlich nicht vergessen. Die Rosette ist zweigeteilt. Die kann man hier so auseinandernehmen und über das Ganze drüber stülpen. Deswegen werden wir das jetzt noch einbauen. Rosette ist dran. Sieht jetzt hier noch ein bisschen wild aus, weil ich jetzt mit dem ganzen Knetgummi an den Pfoten das ganze Ding so ein bisschen eingesaut habe. Der Kondensschlauch, der wird dann später hier so parallel zum Fenster in den Rohr geführt und dann nach unten hin irgendwo abgeführt zum Entsorgen von dem ganzen Wasser. Oder besser gesagt zum Sammeln von dem Wasser, weil da kann man ja die Blumen noch mit gießen. Hier wird sicherlich noch ringsrum und alles mit Silikon verklebt und sonst wie dicht gemacht, weil Sarah da garantiert kein Einfallloch für irgendwelche Viecher haben möchte.
Vielleicht lege ich das Ganze irgendwann nochmal in so einen Kabelkanal rein, einfach, dass es ein bisschen schöner aussieht. Aber das kann ich auch im Nachhinein noch machen. So, jetzt fliege ich hier noch halb von der Leiter. Unter dem Außengerät befindet sich da auch noch so ein Loch. Da gehört dieser Stopfen rein. Den machen wir da jetzt mal rein. Ups. Das mit einer Hand müsste. So, da kann man auch wieder einen Schlauch drauf anschließen. Das ist deswegen, weil, wenn man auf Heizen stellt, bildet sich hier an dem Gerät Kondensat. Also das Gerät wird dann kalt, kann sogar einfrieren, je nachdem, wie das Wetter so ist. Und dann, wenn das ganze Eis dann schmilzt oder überhaupt das Kondenswasser sich hier an dem ganzen Gerät bildet, dann läuft das hier idealerweise zusammen und kann über einen Schlauch abgeführt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland hier mit der Klimaanlage geheizt wird, ist sehr gering, denn hauptsächlich nimmt man ja eine normale Heizung. Aber hier in Paraguay kommt das schon mal vor. Also aktuell wohnen wir im Schaumhaus und da heizen wir auch mit der Klimaanlage. Wir haben ja im Moment Winter, ist ganz schön kalt abends. Jetzt ist wieder T-Shirt-Wetter, aber naja, wenn wir dann heizen, dann mit der Klimaanlage. Eigentlich müssten wir jetzt noch entlüften, werden wir heute aber nicht machen. Wer das Ganze komplett sehen möchte, der soll auf meinem anderen Kanal auf Tooltime, da werde ich das Video komplett machen, Klimainstallation von Anfang bis Ende, alles so in einem Rutsch durchzugucken dann. Und hier geht es dann nächste Mal weiter.